Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung für euch. Berlin, 5 Jahre am Start, 9 Jahre zu spät. Bilanz. Wir müssen mal schauen, wie Berlin so steht und wie es so fällt. Allegris. Auf welchen Strecken gibt es Allegris? Wie viele Flieger gibt es überhaupt mit Allegris? Deshalb müssen wir uns das Ganze mal angucken. Und Finnair-Panne mit den 1700 Sitzbezügen schauen wir uns nochmal an, weil da gab es jetzt eine Clarification, eine Klarstellung, die betrifft das Wasser und warum das Wasser dann schlecht war und warum es nicht um falsches oder um richtiges Wasser ging, wie ich es gesagt habe. Weiter geht es dann mit dem Thema Finnair Avios Sale. Da haben wir Punkte und Meilen, die man kaufen kann. Ihr solltet darauf achten, ob ihr das tun solltet oder nicht. Und wir haben, also 40% Rabatt gibt es. Ich sage euch aber, ob ihr kaufen sollt oder nicht. Und wir haben noch ein Thema von Brussels. Da gibt es einen Streik, eventuell irgendwie so am Horizont, weil es da Entlassungen gab, die nicht ganz gerechtfertigt waren. Es ging um Ungeziefer und dann war das Ungeziefer nicht da, Flugbegleiter nicht geflogen, aber dann rausgeflogen. Also ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren und kommt auf School, dann können wir die Themen besprechen. Der Berliner Flughafen ist in aller Munde. Viele finden das Design irgendwie so 90er Jahre oder wie auch immer. Andere sagen, toller Flughafen. Ich weiß nicht wie viele. Ich persönlich habe mich mit dem Flughafen arrangiert, weil was wird es am Ende machen? Es ist, wie es ist. Aber 5 Jahre ist der Flughafen ja alt. Am 30. Oktober wird er 5 Jahre in Betrieb sein. 9 Jahre Verspätung, 3-mal mehr Baukosten, also 6,5 Milliarden irgendwie sind bezahlt worden. Seitdem prägt halt das ganze Personalmangel, Hackerangriffe und Klimaproteste. Das sind so Dinge, die da im Flughafen in Berlin passiert sind. Und der Flughafen heute versucht sich auch als Testfeld für CT-Scanner, buchbare Sicherheitsslots. Heißt also, man ist da Frontline mit neuen Ideen und versucht das Leben der Hauptstädter zu verbessern. Auch soll die Bahnanbindung besser werden. Anfangs gab es natürlich dann Abfertigungschaos, Herbst 2021, lange Wartezeiten. Heute ist das Ganze ein stabiler Betrieb, außer die IT wird mal wieder irgendwie angegriffen oder aber auch bei Streiks. Ja, die neuen CT-Scanner sind ein Segen an jedem Flughafen, natürlich auch in Berlin. Flüssigkeiten können im Gepäck drin bleiben und man kann wesentlich einfacher da durchgehen. Die Verkehrszahlen: 100 Millionenster Passagier im Herbst 2025, 19,4 Millionen Reisende von Januar bis September 2025. Deutlich allerdings unter dem Schnitt von 2019 mit 36 Millionen. Aletta von Massenbach, das ist die CEO, die ja vom Frankfurter Flughafen gekommen ist, sagte, wir brauchen mehr Langstrecken, um die Hauptstadtregion international sichtbar zu machen. Und auch Franziska Giffey von der SPD, was ist die? War die mal? Ist die irgendwas? Was ist die denn im Moment? Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr in Berlin seid, was die Franzi macht. Nennen wir es einfach Franzi. Ja, Finanzen 2024, Verlust von 134 Millionen, Teilentschuldungsplan von 2 Milliarden mit Bund, Berlin und Brandenburg, weil das sind die 3 Eigentümer der Bude. Und Ziel ist halt, dass man 20.000 Beschäftigte hat, davon 2.000 beim FSB, also FBB, Flughafen Berlin-Brandenburg. Und Ziel ist natürlich klimaneutraler Betrieb bis 2045. Man möchte also bis 2030 sogar 65% des CO2s einsparen. Sollte Berlin mehr Langstrecken investieren oder erst Effizienz und Pünktlichkeit perfektionieren, ist Berlin auch so wirklich der Flughafen, wo man sagt, naja, die haben nicht so Hinterland und so weiter. Ich bin da mal gespannt, wie ihr das seht, ob der Flughafen Berlin eigentlich international so seinen Sinn hat. Emirates versucht ja permanent dahin zu fliegen und sie anzubinden, aber da stehen halt gewisse Regelungen dagegen. Condor macht das ja im Moment für die Emirates. Schauen wir uns an. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Viel habt ihr auch zu sagen beim nächsten Thema, Allegris. Allegris ist ja in den 350er und die ersten 787, die gekommen ist, ja eingebaut, aber da werden von 28 Sitzen nur 24 benutzt. 4 werden nur benutzt, 24 werden nicht benutzt. Und jetzt schauen wir uns doch mal an.
was das neue Lebensgefühl Allegris, weil es ja nicht nur die Sitze, sondern auch eine ganze Landschaft drumherum. Und da ist es so, dass man wirklich mehr Wettbewerb haben möchte. Man möchte wesentlich mehr Geld haben, Ancillary Revenue, weil man auf die glorreiche Idee ja kam, dass in den Sitzen der Business Class nicht nur Business Class Sitze sind, sondern Sitze, die sind länger, die sind breiter, die sind toller, die sind schöner, die sind hübscher, die sind geiler, die sind am Fenster, die sind unprivat, hätte ich fast gesagt. Heißt also, man möchte da halt einen neuen Standard setzen bei Lufthansa. Glaubt ihr, dass das ein neuer Standard ist mit den ganzen Sitzen? Weil wenn man Flugbegleitern glauben darf, bei der Swiss, die sind ja auch schon ganz aufgeregt, weil die gar nicht wissen, was passiert denn, wenn du einen Sitz gebucht hast. Flugzeuge nur 9, Airbus A350-900 und Boeing 787 Neuauslieferung. Gibt es die Allegris, die A350er Flotte ist halt mit den Maschinen von der Delta Alpha India X-Ray Romeo bis zur Delta Alpha India Victor Echo. Das sind 10 Flugzeuge mit Basis München. Dann gibt es halt mit Basis Frankfurt die 787, die 2 Stück. Da sind ja die 4 Sitze nutzbar. Aber der 380er, der einen Retrofit bekommen soll, kriegt keine Allegris. Und die 350er sollen im Retrofit 2027 diese bekommen. Also 26 kommt die 747-8 auch nochmal. Die kommt da auch an den Start. Wobei mit dem 380er bin ich mal gespannt, was da passiert. Da weiß man ja auch nichts Genaues. Und wie bei der 747-8 das Ganze dann aussieht, wissen wir ja auch, auf dem Upper Deck gibt es die alten Sitze. Auch sehr schwierig. Ja, im Winterflugplan 2025, 2026, welche Allegris-Ziele gibt es denn, wenn ihr die ausprobieren wollt? Ab München natürlich mit den 350ern habt ihr am meisten. Das ist Bangalore, Kapstadt, Chicago, Miami, New York, Newark, Shanghai und Tokio, allerdings nur Haneda. Frankfurt mit der 787, Austin ab Dezember 2025, also auch ein cooles Ziel. Bogota, Hyderabad, Mumbai, Rio de Janeiro und Toronto. Nur auf bestimmten Frequenzen sind mit Allegris Jets halt belegt. Heißt also, dass man sie dann als Allegris New Seat Konzept rausfinden kann, so heißt das da. Und ja, man muss halt damit leben, dass bestimmte Sitztypen halt mehr Geld kosten. Und Lufthansa ist natürlich klar, mit 10 Maschinen ist es noch nicht, aber wenn jetzt immer mehr Maschinen ausgeliefert werden, klar, ich sehe die Verspätung, ich weiß auch mit der 787 die Verspätung wegen der Zertifikation, aber das wird dann halt relativ klar. Würdet ihr extra über München fliegen, nur um mit der neuen Airbus-Kabine zu fliegen, oder würdet ihr einfach über München fliegen, trotz Allegris, weil ihr sagt, na, 350 ist schon besser? Also da bin ich mal gespannt, wie ihr das sagt. Oder wartet ihr einfach, wenn euer Zeitpunkt da ist, dass ihr einfach sagt, ja gut, dann fliege ich halt jetzt und dann ist das so. Finnair hat beim nächsten Thema ja Pleiten, Pech und Pannen. Sie haben das Problem zum Beispiel mit den Sitzen gehabt im 321, wo die Sitzcover mit Wasser gewaschen worden sind. So wie ich das zuerst verstanden habe, hatte ich das Problem gesehen, dass mit Wasser gewaschen worden ist. Das war das falsche Wasser. Nein, das war falsch, Wasser überhaupt zu benutzen. Heißt also, in den Stoffen ist ja etwas drin. Und da hatte ich gar nicht dran gedacht, was dort ist, dass das entflammhemmend oder feuerhemmend ist. Und dieses wird mit Wasser rausgewaschen. Das ist das Grundproblem gewesen. Und diese Sitze oder die Sitzbezüge wurden quasi so gewaschen, dass sie, dass es da halt rausging. Und das war natürlich ein Problem. Und deshalb musste die Flotte gegroundet werden. Dann hat man das Ganze gemacht. Heißt also, die 8 Airbus A321, die man hatte, die hat man am 13. Oktober dann komplett gegroundet. Interessante Geschichte war das dann auch. Zum Beispiel eine Maschine war gerade beim Taxiing zum Take-Off-Run. Und die haben dann vom Ops mitgeteilt gekriegt, nee, zurück ans Gate. Also, und dann haben wir gesagt, wie es geht um Sitzbezüge. Also das heißt, da ist jemand von der Flugaufsichtsbehörde in Finnland, in Helsinki mal so durch den Hangar getippelt und hat gesagt, ich gucke mir das Ganze mal an und wie wascht ihr die Dinge? Und dann sagt er, ist das überhaupt mit dem Hersteller so abgesprochen von den Sitzbezügen? Die Sitzbezüge haben sie bei einem Lieferanten gekauft, der nicht die Sitze herstellt. Und das Ende vom Lied war dann, dass man festgestellt hat, nicht mit Wasser waschen. Und das haben sie halt getan. Das war halt falsch. Ganz, ganz falsch.
Und die Reinigung wurde nach den Vorgaben des Sitzherstellers Ford durchgeführt. Und ja, also wie gesagt, das war halt so das Problem, dass man es anscheinend dann doch nicht gemacht hat. Und die Sitzbezüge werden laut Finnair alle 2 Jahre gereinigt. Das ist auch etwas, was ich spannend fand und eklig zugleich. Da wird es ekelig. Und ich denke mal, also wenn man so sieht, öffentlicher Nahverkehr oder sowas, wo ja auch Laufmenschen drauf sitzen, da ist es natürlich schon öfter was, wenn es gewaschen wird. Aber jetzt überleg mal, wie viele Leute fliegen mit der Bude. Ne? Also du hast alleine in dem Zeitraum, wo das Ding nicht geflogen ist, sind 11.000 Passagiere betroffen gewesen. Und das war ja keine Woche. So, und wenn wir dann 2 Jahre mal hochrechnen, wie viele Leute da durchgejagt werden. Ich möchte mich der Fantasie nicht weiter hingeben. Ihr könnt was dazu sagen. Und wie ist eure Meinung zu dem Waschen? Wie oft sollten solche Sitze gewaschen werden? Und das lässt einen ja auch ganz anders darüber nachdenken, wenn etwas auf dem... Uah, egal. Also sagt einfach, reicht alle 2 Jahre das Waschen aus oder nicht? Ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Bei dem Thema hätte Waschen vielleicht auch was gebracht am Ende, wenn es wirklich Ungeziefer wären beim Thema. Denn Brussels Airlines hatte ein Thema auf dem Flug nach Accra in Ghana. Das Reinigungsteam meldete Verdacht auf Flöhe oder Bettwanzen. Ich bin beides nicht so ganz vertraut. Ich habe Gott sei Dank mit beiden keine Berührung gehabt. Hatte ich mal Flöhe als kleines Kind. Ich erinnere mich noch, dass wir die Haare dann waschen mussten mit so einem ekligen Haarshampoo aus dem Kindergarten. Keine Ahnung, traumatische Erlebnisse Ende der 70er Jahre. Auf jeden Fall ist es so, dass dann nach externer Prüfung Fehlalarm und keine Unziefer gefunden worden sind. Das war also alles falsches Ding. Trotzdem verweigerten 5 Crewmitglieder den Einsatz. 3 davon wurden später fristlos entlassen, weil 2 der Flugbegleiter hatten sich dann wieder umentschieden und gesagt, naja, nee, das ist so. Und die haben sich darauf berufen, dass sie aufgrund von psychologischem, emotionalem Stress, irgendwie auch immer, unfit to fly sind. Und dann gab es halt das Thema, dass man die Leute entlassen hat. Und eine davon war 30 Jahre Flugbegleiterin bei Brussels, glaube ich zumindest, oder Sabena-Vorgänger, wie auch immer. Und die Kollegen erlitten nach der Entlassung einen Schwächeanfall. Die Mitarbeiterinnen haben mehrere Verfahren schwer verletzt und dem Unternehmen Schaden zugefügt. Aber die Gewerkschaft, ich wusste gar nicht, dass es da so viel Buchstaben gibt, was ist es? BBTK-SETCA und die andere Gewerkschaft heißt ACV Puls-CNE. Auch interessant. Die Maßnahme ist unverhältnismäßig und sendet ein gefährliches Signal an das fliegende Personal. Denn, also das finde ich dann auch schon wieder so ein Problem. Also ich glaube, also wenn eine Flugbegleiterin damit Stress hat, emotional wie auch immer, aus welchem Grund auch immer, dann ist das halt einfach so. Das ist leider in dem Beruf so, dass man da halt auf der geistigen Höhe sein muss. Und wenn man das halt nicht ist und wenn man es nicht fühlt, dann ist das halt einfach so. Ja? Und die haben jetzt halt entschieden, die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, dass man zwar keinen offiziellen Streikaufruf macht, aber Protestaktionen werden geprüft, denn die Vermittlungen mit der Geschäftsführung sind gescheitert. Das Unternehmen betont, dass es derzeit keine Arbeitskampfmaßnahmen geplant sind. Naja gut, das Unternehmen plant die ja eh nicht, das machen ja die Arbeitnehmer. Eure Frage, die ihr beantwortet ist, wie hättet ihr reagiert? Flug antreten trotz möglicher Bettwanzen oder verweigern wie die 3 Flugbegleiterinnen? Also da von euch mal kurz die Information. Ich kann euch nur sagen, ich kann mir beides eklig vorstellen, deshalb kann ich das irgendwo mitfühlen, wie das ist. Aber okay. Wir haben beim letzten Thema wieder Avios, Finnair und ein Zell. 40% gibt es an Rabatt. Bis zu, muss man sagen, denn die Rabattstufen sind von 5.000 bis 19.000 gibt es 25%, bei 20 bis 49.000 gibt es 30%, von 50.000 bis 84.000 gibt es 35% und die maximalen 40 gibt es ab 85.000 oder mehr. Finnair verkauft die Avios bis zum 2. November mit dem sogenannten Flash Sale. Teil des IAG-Verbundes, heißt also, ihr könnt, wenn ihr die Avios für Qatar braucht, für British Airways braucht, könnt ihr rüber transferieren. Wunderbare Geschichte, geiler Scheiß. Und könnt die dann da benutzen. Und Voraussetzung ist halt, dass Mitglied vor dem 24. Oktober wart, mindestens 100 Avios Guthaben habt. Der Preis ist halt bei dem höchsten Rabattstufe 1,25 Eurocent pro Avios.
Die besseren Deals gab es ja auch mit 50% Rabatt bzw. mit 100% Bonus. Und wer diese halt wirklich braucht, jetzt spektakulär für irgendetwas anderes, kann natürlich sagen, ja, das ist okay, wenn ihr die jetzt braucht. Aber wenn ihr das nicht braucht, wartet ein bisschen ab. Vielleicht kommt noch was, ein Weihnachtsangebot, ein Black Friday, man weiß es ja nicht. Ist natürlich Pokern. Ich selber habe auch noch keine gekauft, weil ich warte auch noch auf meinen Deal. Ich habe über 1 Million mittlerweile bei Finnair. Ich warte jetzt auch noch auf meine Amex-Meilen. Da habe ich ja auch 2 Millionen. Wenn die 30% Aktion haben, dass ich die dann rüberschiebe zu British Airways und dann von British Airways zu Finnair rüberschiebe mit dem Bonus und dann meinen Lumo-Status genießen kann nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Ja, kauft ihr die Meilen oder sagt ihr, nee, ich warte noch etwas, so wie ich das tue? Da bin ich mal gespannt, wie ihr das beantwortet. Wir haben die Themen ja heute alle wieder durchgearbeitet. Der BER kämpft weiter um die Stabilität. Lufthansa mit der Allegris weiter am Start und so weiter und so fort. Aber ihr denkt dran, uns auf Skool zu abonnieren. Und was auch ganz wichtig ist, denkt an die Frage des Tages. Ihr kennt ja die Allegris-Frage, da muss ich mal wieder mein Skript rausholen. Ich habe sie ja schon wieder verdrängt, die Frage. Und zwar ist es so, würdet ihr über München fliegen, nur um die Allegris auszuprobieren? Oder sagt ihr, nee, ich fliege dann, wenn Allegris dann auf meiner Strecke ist, wenn sie auf meiner Strecke ist. Und macht dafür keine Verrenkung. Und wir haben dann natürlich noch die andere Frage des Tages. Und zwar ist das mit Berlin. Soll Berlin mehr in die Langstrecke investieren oder nicht? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. War eine lange Sendung, länger als gedacht. Ich dachte, ich hätte wenige Themen, aber genießt den Abspann. Also, bis dann, wenn ihr, nein, grammatikalisch falsch. Also bis dann, wenn ihr die nächste Folge wieder schaut. Wir sehen uns. Und ach ja, Mittwoch Stammtisch eventuell. Wer Lust hat, spontan irgendwann in München am Flughafen, abends 19, 20 Uhr in München am Flughafen. Schreibt mich an auf WhatsApp. Also bis dann, ciao, ciao.